Im Juli wirken viele Gemüsebeete plötzlich fertig. Die ersten Salate sind geerntet. Radieschen und Erbsen verschwinden. Zwischen den großen Tomatenpflanzen entstehen freie Stellen. Und genau dann machen viele Gartenfreunde einen entscheidenden Fehler. Sie lassen diese Flächen leer, weil sie glauben, die Aussaatzeit sei längst vorbei. Doch der Juli ist kein Ende. Er ist der Start in die zweite Gartensaison. Der Boden ist warm, viele Samen keimen jetzt besonders schnell und mit den richtigen Gemüsearten kannst du im Spätsommer und Herbst noch einmal richtig ernten. Aber du musst wissen, was jetzt noch funktioniert. Denn nicht jedes Gemüse, das im Juli keimt, wird vor dem Herbst auch wirklich erntereif. Heute zeige ich dir 5 Gemüsesorten, die du im Juli noch aussäen kannst. Bei einigen zählt bereits jede Woche. Und die 5. Sorte wird gerade jetzt oft vergessen, obwohl sie aus einem freien Beet noch eine kräftige Herbsternte machen kann. Beginnen wir mit einer Aussaat, bei der du nicht mehr lange warten solltest. Buschbohnen. Buschbohnen gehören zu den schnellsten Möglichkeiten, ein freies Sommerbeet noch einmal zu nutzen. Sie brauchen keinen Rankturm, bleiben kompakt und können bereits wenige Wochen nach der Aussaat die ersten zarten Hülsen liefern. Für eine späte Aussaat solltest du allerdings möglichst früh im Juli starten. In milden Regionen kann es auch einige Tage später noch klappen. Entscheidend ist, dass die Pflanzen vor den ersten kalten Nächten genügend Zeit für Blüte und Hülsenbildung bekommen. Wähle deshalb eine frühe, schnell wachsende Buschbohnensorte. Lege die Bohnen ungefähr 3 cm tief in lockere, warme Erde. Der genaue Abstand steht auf der Saatguttüte. Meist liegen die Körner mit einigen Zentimetern Abstand in Reihen. Nach der Aussaat wird gründlich angegossen. Danach darf das Beet nicht völlig austrocknen. Gerade während der Keimung brauchen die Bohnen Feuchtigkeit. Dauerhaft nasse Erde mögen sie aber ebenfalls nicht, denn darin können die Samen faulen. Ein einfacher Trick hilft bei schwerem Boden. Lockere die Saatrille vorher mit etwas reifem Kompost auf. Frischen Mist oder sehr stickstoffreichen Dünger brauchen Bohnen nicht. Sie gehören zu den Hülsenfrüchten und kommen mit vergleichsweise wenig zusätzlichem Stickstoff zurecht. Und noch etwas ist wichtig. Sähe nicht gleich das ganze Beet voll. Eine kurze Reihe reicht oft aus. So erhältst du im September frische Bohnen, ohne plötzlich mehr ernten zu müssen, als du verbrauchen kannst. Die zweite Gemüseart sieht exotisch aus, ist aber erstaunlich unkompliziert. Pak Choi und andere Asiasalate. Dazu gehören zum Beispiel Mizuna, Tatsoi oder Blattsenf. Diese Gemüsearten wachsen schnell und eignen sich hervorragend als Nachkultur. Der Hochsommer ist für sie jedoch nicht deshalb gut, weil sie Hitze lieben. Ganz im Gegenteil. Viele asiatische Blattgemüse wachsen lieber bei etwas kühlerem Wetter. Der Vorteil einer Aussaat ab der Julimitte liegt in den langsam kürzer werdenden Tagen. Dadurch ist die Gefahr geringer, dass die Pflanzen sofort Blüten bilden, statt kräftige Blätter zu entwickeln. Sähe Asiasalate an einen hellen Platz, der während der heißen Mittagsstunden etwas geschützt ist. Halbschatten zwischen höheren Gemüsepflanzen kann ideal sein. Der Boden sollte locker und gleichmäßig feucht bleiben. Pak Choi kannst du für kleine, zarte Köpfe etwas dichter säen. Mizuna und andere Schnittsalate lassen sich sogar schon jung ernten. Schneide dabei nur die äußeren Blätter oder einige Zentimeter über dem Boden ab. Bleibt das Herz unverletzt, treiben viele Pflanzen noch einmal nach. Doch Vorsicht! Asiasalate gehören zur Familie der Kohlgewächse. Kleine runde Löcher in den Blättern stammen häufig von Erdflöhen. Besonders bei trockenem Wetter können sie junge Pflanzen stark schädigen. Gleichmäßige Bodenfeuchte und ein feinmaschiges Kulturschutznetz helfen deutlich besser als irgendein vermeintliches Hausmittel. Gemüse Nummer 3 hat nur ein kurzes Aussaatfenster. Wer es nutzen möchte, sollte jetzt handeln. Knollenfenchel. Knollenfenchel wird häufig nur im Frühjahr gekauft und gepflanzt. Dabei eignet er sich auch sehr gut für eine späte Kultur. Für die direkte Aussaat ist meist nur bis etwa Mitte Juli Zeit. Danach wird das Risiko größer, dass die Knollen vor dem kühlen Herbst nicht mehr ausreichend wachsen. Fenchel braucht einen sonnigen bis leicht halbschattigen Platz und einen nährstoffreichen, lockeren Boden. Sähe die Samen flach aus und halte die Saat gleichmäßig feucht. Nach dem Auflaufen werden zu dicht stehende Pflänzchen vorsichtig vereinzelt. Der Abstand ist wichtig. Stehen die Pflanzen zu eng, bilden sie häufig nur schmale, längliche Knollen. Mit genügend Platz können sich die typischen runden Verdickungen entwickeln.
Achte bei der Sortenwahl auf eine schossfeste Sorte, die für die Sommer- oder Herbstkultur geeignet ist. Diese Angabe ist wichtiger als ein besonders klangvoller Sortenname. Und hier liegt der häufigste Fehler. Fenchel darf während des Wachstums keinen starken Trockenstress bekommen. Wechseln sich völlige Trockenheit und sehr viel Wasser ab, bleiben die Knollen klein oder können aufplatzen. Eine dünne Mulchschicht aus angetrocknetem Rasenschnitt kann die Bodenfeuchte stabiler halten. Sie darf die jungen Pflänzchen aber nicht bedecken. Die 4. Sorte ist klein, schnell und passt fast überall hinein. Radieschen. Radieschen können auch im Juli ausgesät werden. Allerdings solltest du jetzt keine beliebige Frühjahrssorte verwenden. Suche auf der Packung nach einem Hinweis wie „für den Sommeranbau geeignet“ oder „schossfest“. Solche Sorten kommen mit langen Tagen und höheren Temperaturen besser zurecht. Radieschen sind ideale Lückenfüller. Wo Salat, frühe Möhren oder Zwiebeln das Beet verlassen haben, kann eine kurze Reihe Radieschen hinein. Auch zwischen langsam wachsenden Herbstgemüsen ist häufig noch Platz. Sähe nicht zu dicht. Zu eng stehende Radieschen bilden viel Blatt, aber nur kleine Knollen. Eine Saattiefe von ungefähr 1 Zentimeter reicht meistens aus. Danach muss die Erde gleichmäßig feucht bleiben. Trockenheit ist der größte Qualitätsfehler. Sie macht Radieschen scharf, pelzig oder holzig. Zu viel Wasser nach einer längeren Trockenphase kann wiederum dazu führen, dass die Knollen aufplatzen. Besser ist es, regelmäßig und durchdringend zu gießen, statt jeden Tag nur die Oberfläche zu benetzen. Bei großer Hitze lohnt es sich, mit der Aussaat bis zu einer etwas kühleren Wetterphase zu warten. Schon wenige bewölkte Tage können die Keimung deutlich erleichtern. Sähe außerdem lieber alle 2 Wochen eine kleine Menge als einmal eine ganze Tüte. So erntest du fortlaufend frische Radieschen. Und jetzt kommt die 5. Gemüseart. Sie braucht mehr Platz, belohnt dich aber mit einer richtigen Herbsternte. Chinakohl. Chinakohl wird häufig zu früh ausgesät. Dann reagieren die jungen Pflanzen auf ungünstige Bedingungen und gehen vorzeitig in Blüte. Der Juli ist deshalb für viele Sorten genau das passende Zeitfenster. Du kannst Chinakohl direkt ins Beet säen oder zunächst in kleinen Töpfen vorziehen. Die Direktsaat spart Arbeit, verlangt aber einen gut vorbereiteten, feinkrümeligen Boden. Sähe jeweils 2 bis 3 Körner an die spätere Pflanzstelle. Später bleibt nur die kräftigste Pflanze stehen. Chinakohl benötigt mehr Platz, als seine kleinen Samen vermuten lassen. Je nach Sorte sollte zwischen den Pflanzen ungefähr 30 bis 40 cm Abstand bleiben. Nur dann können sich feste Köpfe bilden. Auch Chinakohl gehört zu den Kohlgewächsen. Ein Kulturschutznetz ist deshalb fast unverzichtbar. Es schützt die jungen Blätter nicht nur vor Erdflöhen, sondern kann auch Kohlfliegen und Schmetterlinge fernhalten. Lege das Netz direkt nach der Aussaat oder Pflanzung auf und verschließe die Ränder sorgfältig. Der Boden sollte humus, nährstoffreich und gleichmäßig feucht sein. Eine dünne Kompostgabe vor der Aussaat reicht auf gut versorgten Beeten häufig aus. Während der Kopfbildung darf Chinakohl nicht austrocknen. Und nun kommt der wichtigste Punkt. Sähe Chinakohl nicht auf ein Beet, auf dem gerade Kohl, Radieschen, Rettich oder Rucola standen. Sie gehören alle zur gleichen Pflanzenfamilie. Ein regelmäßiger Fruchtwechsel hilft, Krankheiten und Schädlinge nicht immer wieder am selben Ort zu fördern. Damit deine Juli-Aussaat gelingt, brauchst du keine komplizierte Ausrüstung. 3 einfache Regeln machen den größten Unterschied. Erstens, sähe am frühen Morgen oder am Abend. Dann ist der Boden nicht glühend heiß und das Wasser verdunstet langsamer. Zweitens, halte dich bei der Saattiefe an die Angaben auf der Packung. Kleine Samen werden nur flach gesät. Bohnen dürfen tiefer liegen. Im Sommer pauschal alles tiefer zu säen, ist keine gute Lösung. Besonders kleine Samen schaffen es sonst möglicherweise nicht an die Oberfläche. Drittens, halte das Saatbeet während der Keimung gleichmäßig feucht. Ein Jutesack, ein altes dünnes Tuch oder ein Brett kann bei langsam keimenden Kulturen kurzfristig vor dem Austrocknen schützen. Sobald die ersten Keimlinge erscheinen, muss die Abdeckung sofort entfernt werden. Kohlgewächse schützt du anschließend besser mit einem hellen, feinmaschigen Netz. Du siehst, auch im Juli ist dein Gemüsejahr noch lange nicht vorbei.
Mit Buschbohnen, Asiasalaten, Knollenfenchel, Radieschen und Chinakohl kannst du freie Beete sinnvoll nutzen und deine Ernte bis weit in den Herbst verlängern. Aber schau zuerst auf das genaue Datum, deine Region und die Hinweise auf der Saatguttüte. Bei Buschbohnen und Fenchel zählt jetzt jede Woche. Radieschen, Asiasalate und Chinakohl geben dir etwas Spielraum. Welche dieser 5 Gemüsearten säst du im Juli noch aus? Schreib es gern in die Kommentare. Vielleicht hast du auch eine bewährte Nachkultur, die in deinem Garten jedes Jahr zuverlässig funktioniert. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.